In diesem Video wird der Bau von Baustellen der Bahn, insbesondere mit bewegten Modellen, vorgestellt. Auch in der Realität sieht man in Deutschland derzeit sehr viele Bahnbaustellen, die sich insbesondere auch mit dem Ausbau der Technik beschäftigen. Im Rahmen des Programms Digitale Schiene Deutschland sollen bis 2035 die ca. rund 2600 Stellwerke mit teilweise alter Technik auf nur noch 280 digitale Stellwerke umgestellt werden. Anstelle der riesigen Masse analoger Kabel wird nun auf Glasfaserkabel und den digitalen Zugfunk umgestellt. Dadurch soll eine ca. 20-prozentige Steigerung der Streckenauslastung möglich sein. Auch im neuen Modul Abstellung mit Betriebshof werden 2 Baustellen eingerichtet. Anregungen dazu stammen unter anderem aus dem MIBA-Heft Baustellen der Bahn. Der Schwerpunkt des Videos wird auf der Gleisbaustelle 2 liegen, die sich am vorderen Rand des Moduls befindet. Hier bereits ein Blick auf die fertige Baustelle. Das Besondere sind dabei die bewegten Figuren bzw. Modelle. Als Basis dafür habe ich mir aus der Viessmann-Reihe Bewegte Welt Figuren ausgesucht, deren Bewegung grundsätzlich zum Ablauf auf einer Bahnbaustelle passt. Da die Bemalung der Modelle nicht zur orangefarbenen Schutzkleidung auf Bahnbaustellen passt, müssen sie umkoloriert werden. Das Orange der Schutzanzüge der unbewegten Figuren, überwiegend von Preiser und Noch, ist durchaus unterschiedlich. Insofern gibt es keinen Farbton, der genau getroffen werden muss. Hier ein Arbeiter mit Spitzhacke. Eines der wenigen bewegten Viessmann-Modelle mit einem Gleisbauarbeiter wird für einen speziellen Einsatz zweckentfremdet. Die Drehbewegung soll für einen Stampfer genutzt werden. Dazu wird zunächst die Figur von der bewegten Stange abgehoben. Nach Bohren eines entsprechenden Loches in den Boden wird der Stampfer auf die Stange aufgeklebt. Die Figur wird mit dem Handgriff des Stampfers verklebt. Das Ergebnis der Bewegung gefällt mir gut. Die beiden gebückt arbeitenden Figuren, Maler und Maurer, werden zunächst nur umgefärbt. Eine etwas größere Verwandlung ist für den Herrn auf der Toilette vorgesehen. Neben der Farbe der Kleidung soll auch die Kopfbedeckung ausgewechselt werden. Dazu wird der Kopf einer passenden Figur abgetrennt, genauso wie der Kopf des Herrn auf der Toilette. Auch die im Original leere Zeitung wird noch mit passender Fachliteratur versehen. Hier zu sehen ist der Bereich auf dem Modul, wo die Baustelle entstehen soll. Für die Mechanik unter den Figuren müssen entsprechende Löcher in die Platte gebohrt werden. Dabei ist natürlich darauf zu achten, dass sich unter der Platte an dieser Stelle keine Kabel oder Decoder befinden. Das Ergebnis sieht dann so aus. Die Kunststoffplatten unter den Modellen werden in den Gips eingelassen. Am Ende werden die Platten eingegipst bzw. mit Sand oder Schotter abgedeckt. Hier ein Blick unter die Platte auf die durchgesteckten Mechanikhülsen. Nun erfolgt die Ausgestaltung der Baustelle mit Baumaterialien und Geräten. Dazu bietet die Firma Noch diverse Gleisbearbeitungsmaschinen an. Baustellenabsperrungen gibt es von diversen Herstellern, zum Beispiel von Preiser und Faller. Weitere Baustellenaccessoires habe ich bei Busch und Vollmer gefunden. Hier ein Blick auf die fertig gestaltete Baustelle. Im Hintergrund sieht man das einfach aufzubauende Modell eines elektronischen Stellwerks von Faller. Es ergänzt das Thema der Bahnbaustelle perfekt. Im Bausatz enthalten ist auch eine sogenannte GSM-R-Antenne, wie das digitale Mobilfunksystem für den Bahnverkehr genannt wird. Das auf der Baustelle behandelte Thema Thermitschweißen, wie auch der Bau der Kabelkanäle, wird in späteren Kapiteln in diesem Video behandelt. Zunächst folgen nun einige Filmsequenzen der bewegten Bahnbaustelle.
Das Zermitschweißen zum aluminothermischen Verbinden von Schienenstößen ist mir auf Modellbahnen noch nicht oft begegnet. Zu sehen ist eine Umsetzung im Miniaturwunderland in Hamburg, die ich dankenswerterweise für das Video verwenden darf. Faller bietet zu diesem Thema einen Bausatz an, der im Wesentlichen 3 Bauteile beinhaltet. Eine hellweiße LED, die in ein schwarzes Gehäuse gesetzt wird, der Schmelztiegel mit Gussform, in der ein grünlich-gelber Plastikeinsatz als Lichtleiter fungiert, sowie ein hier bereits schwarz gefärbter Plastikeinsatz für den Durchtritt des Lichtes durch das Gleis. Hier zu sehen das bereits durchbohrte Gleisstück. Zusammengesetzt und verkabelt sieht das Ganze dann so aus. Die grünliche Farbe wirkt nicht wirklich authentisch. Ich habe daher den Lichtleiter herausgenommen und 2 3 mm Flacker-LEDs eingesetzt. Eingebaut sieht die Schweißstelle am Ende dann so aus. Nun zum Bau der Kabelkanäle. Bei den hier zu sehenden Beispielen aus der Realität wurden gerade die Deckplatten abgenommen. Die Kabel liegen dicht gestapelt. Auch auf der Modellbahn passen Kabelkanäle gut ins Gleisumfeld. Zudem bieten sie die Möglichkeit zur Darstellung von Arbeitsszenen am Gleis. Ich verwende für den Aufbau verschiedene Materialien. Für längere Stücke eingeritzte und grau angemalte Styrodurstreifen, einzelne Kanalsegmente und Deckel aus Gips von der Firma Hookwa sowie Kunststofffertigteile von Auhagen. Die Teile werden beim Einschottern eingepasst und ich habe einige längere Stücke durch Einzelsegmente mit offenem Deckel unterbrochen. Auf der Gleisbaustelle mit den bewegten Figuren sind Arbeiten am Kabelkanal nachgestellt. Einer der Fachkräfte verlegt gerade ein neues Kabel, während ein anderer einen Deckel bewegt. Durch die Bewegung der Figuren entsteht eine deutliche Auflockerung der Szene. Zum Abschluss zeige ich noch die Gleisbaustelle 1 mit einigen statischen Szenen. Viel Spaß beim Zuschauen und bis bald!